In Mexiko-Stadt im Bezirk Coyoacán lebt Claudia Cabrera, eine der wichtigsten Übersetzerinnen des Landes. Ein grüner und ruhiger Stadtteil, geprägt von kolonialer Architektur. Auf dem Dach ihres Hauses in einer kleinen Bude übersetzt sie vom Deutschen ins mexikanische Spanisch, oft bis zu 10 Seiten an einem Tag. Ihr Themengebiet: die Werke von deutschen Exilautoren und Autorinnen. Diese Bücher sind zum größten Teil auch in Mexiko entstanden. Und die waren aber in Mexiko nicht zu kriegen. Die waren vergriffen, auch die spanischen Übersetzungen. Ich übersetze nicht für Spanien, ich übersetze für Mexiko. Dann finde ich, der Anspruch, in meine eigene Sprachvariante übersetzen zu wollen, ist legitim. Und das war auch die einzige Möglichkeit der mexikanischen Leserschaft, diese Werke wieder nahezubringen. Fast 70 Bücher hat Claudia Cabrera schon übersetzt. Angefangen hat alles im Goethe-Institut im Szeneviertel Roma. Vor 30 Jahren arbeitete sie hier am Empfang und man entdeckte ihr Übersetzungstalent. Heute trifft sie sich hier mit ihrem Verleger. Für ihn hat sie jetzt die mexikanischen Neueditionen von Anna Segers Welterfolgen Transit und Das 7. Kreuz übersetzt. Sie überrascht mich immer wieder, weil sie es schafft, über die Rolle der Übersetzerin hinauszugehen. Sie übersetzt ein Werk nicht einfach, sondern sie gibt sich ganz dem Werk hin, setzt sich für das Buch ein. Sie verbindet brillant die Arbeit der Kämpferin für die Kultur und der Übersetzerin. Claudia hat ein großes Talent, mit Menschen in Kontakt zu treten, die Arbeit der Verlage und die Arbeit der Übersetzer zu unterstützen. Sie kämpft für ihre Zunft und ihre Kollegen und verteidigt sie. In den 30er Jahren war Mexiko Zufluchtsort für über 1500 deutsche Intellektuelle, darunter viele oft jüdische Kommunisten, so wie Anna Segers. Auf diesem Foto sieht man sie mit ihrer Urenkelin Nettie Radvanier, die nun selbst in Mexiko lebt. Die Französin ist Theaterregisseurin. Sie hat Claudia gebeten, die wohl berühmteste Erzählung ihrer Urgroßmutter für eine neue Inszenierung zu übersetzen: Der Ausflug der toten Mädchen. Intellektuell war es ein riesiger Vorteil, dieses Thema mit Claudia diskutieren zu können. Denn als meine Urgroßmutter starb, war ich 4 Jahre alt, konnte noch nicht mal lesen. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, auch nicht die von Claudia. Aber das und diese ganze Kultur, die sie wohl besser kennt als ich, bringt uns zusammen. Wir haben die Inszenierung zwar nicht gemeinsam geschrieben, aber wir haben uns immer ausgetauscht. Sie möchte die Aufführung gern sehen und uns unterstützen. Die Vorstellung findet in einer alten Villa statt. Unter den Blicken von Anna Segers und ihrer Übersetzerin spielt Nettie ihre Urgroßmutter, die in der Ich-Perspektive das Schicksal ihrer Freundinnen während 2 Weltkriege erzählt. Für Claudia Cabrera, die als die mexikanische Stimme von Anna Segers gilt, ein ganz anderes Übersetzen als bei Büchern. Wenn ich Theaterstücke angucke, die ich selber übersetzt habe, ist das schon etwas sehr Spezielles, weil ich dann wirklich hautnah erleben kann, ob die Übersetzung stimmt oder nicht. Und ich kann das an Reaktionen des Publikums ablesen. Lachen sie zur richtigen Stelle? Sind sie entsetzt beim richtigen Moment? Da kann ich wirklich sehen, ja, das hat geklappt. Claudia gibt dem Übersetzen eine Plattform. Live vor Publikum als Mitbegründerin des Übersetzerverbandes oder bei den von ihr veranstalteten Übersetzerwerkstätten, wo Netzwerke geknüpft und junge Talente gefördert werden. Das Übersetzen muss kein einsames Arbeiten sein. Es kann auch im Team stattfinden. Wie ein Ball, der von einem Ort zum anderen springt, um uns zu verbinden und voneinander zu lernen. Claudia hat mir sehr geholfen, Übersetzungsjobs zu finden, weil sie sehr großzügig ist. Vor kurzem habe ich einen Roman übersetzt und sie war meine Lektorin. Die große Stütze in Claudias Leben ist ihr Mann Gerold Schmidt. Der deutsche Journalist ist auch ihr Lektor. Gemeinsam wird schon mal an den besten Sprachwendungen gefeilt. Claudias stetige Auseinandersetzung mit den Themen Krieg und Vertreibung
eine Lebensaufgabe. Das ist für mich durchaus eine bewusste Handlung, antifaschistische Literatur zu übersetzen. Weil, ich meine, guck dir die Welt an. Die AfD in Deutschland, Milei in Argentinien, wahrscheinlich Trump in den USA, die vielen Flüchtlinge auf der Welt. Das ist einfach eine sehr gefährliche Zeit, in der wir leben. Und wir dürfen nicht vergessen, was vor 80 Jahren geschehen ist. Die 53-Jährige hat viele Pläne. Einen eigenen Roman zu schreiben, ist ihr großer Traum. Sie wird weiter Exilautoren ins mexikanische Spanisch übersetzen und dafür kämpfen, dass diese Literatur nicht vergessen wird. Dafür erhält sie die Goethe-Medaille 2024.